Das hier ist eine alte PC Games, die Ausgabe 2. Moment mal, das hatten wir doch schon. 2.93 mit Comanche Operation White Lightning alias Maximum Overkill. Ganz genau, das haben wir uns schon angeschaut. Und wisst ihr was? Ich habe einen riesen Bock geschossen. So groß, dass ich dachte, Mensch, da müssen wir noch einmal gemeinsam drauf gucken. Wir schauen es uns zusammen an. Ein zweites Video zu ein und denselben Thema, das gab es noch nie auf diesem Kanal. Aber Comanche war mein erstes Spiel auf dem 486DX33 und ich dachte, dieses Spiel hat es verdient, noch einmal von mir in die Hand genommen zu werden. Und zwar aus dem Grund, dass ich es einfach verkackt habe. Ihr habt es entdeckt, ich habe es verkackt. Und zwar Folgendes. Wie alle anderen Spiele lasse ich die Spiele über die DOS-Box laufen. Manchmal kommt sie von GOG, das heißt, sie ist mitgeliefert bei einer gekauften alten Klassiker-Version. Manchmal installiere ich es selber. Aber es ist immer die DOS-Box und die DOS-Box kann man einstellen. Und wenn man bei der DOS-Box etwas falsch einstellt, dann läuft das Spiel zu schnell. Und das war's. Comanche lief zu schnell. Und das war so Spielspaß verändernd, dass ich dachte, da müssen wir einfach noch einmal drauf gucken. Das Spiel verdient eine zweite Chance. Und los geht's zum zweiten Mal. So, wir überspringen das Intro, wir gehen gleich in die Missionen. Wir müssen wieder eine Trainingsmission ausführen, weil ich noch die Einstellungen machen muss für den Joystick. Wir gehen diesmal in die Trainingsmissionen und gehen gleich auf die Mission mit den Panzern, die wir jagen müssen. So, Detail gehen wir trotzdem auf High ein. 486DX33 hat es einigermaßen vertragen. Wir sind jetzt etwas drüber, das heißt, wir sind etwas schneller als ein DX33. Wir wählen den Joystick aus, wir kalibrieren den Center und Swirl. Und schon sind wir drin in der Geschichte. So, und wir sehen, es ist nicht mehr ganz so schnell wie beim ersten Mal. Es ist jetzt so, wie es sein soll. Hellfire-Raketen ausgewählt und los geht's auf die Jagd. Wir sehen, es ist tatsächlich jetzt so, wie es sein müsste. Und das Spiel macht wirklich einen großen Unterschied darin, weil es einfach sonst zu schnell läuft. Aufschaltung verpasst. Also wir sehen, es ist immer noch butterweich, es ist aber eben nicht mehr ganz so hektisch. Es bleiben Klötzchenhaufen, aber es bleibt einfach genial, dieses Comanche-Klassikerspiel. Wir haben einige Missionen beim letzten Mal gemacht, die waren einfach unspielbar, die waren extrem schwer und haben nicht funktioniert. Diesmal wird das anders sein, das Spiel reagiert anders. Ich habe es probiert, es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Also vielen, vielen Dank für euren Hinweis, dass ihr mich drauf gebracht habt. Dass ihr mich drauf gebracht habt, dass ich wirklich einen Parameter falsch eingestellt hatte und das Spiel viel zu schnell lief. Ich hatte wirklich gedacht, es liegt an mir. Ich bin einfach viel zu alt für den Käse und We did it! Let's head home. genau. Hinweis auch von einem User, wenn man diesen Endsound nicht hört und, dann sind es einfach Indizien dafür, dass das Spiel viel zu schnell läuft. So, steigen wir ein. Wir gehen auch gleich in die Vollen. Es gibt nämlich in der Operation Overlord, Overload, nicht Overlord, gibt es die Jokers Wild, nämlich die 30 Hubschrauber gegen mich und da bin ich beim letzten Mal kläglich untergegangen. Ich habe sie Probe gespielt, es hat funktioniert, sie ist immer noch bockschwer, es ist also nicht gesagt, dass wir es jetzt schaffen, aber es ist wesentlich fairer, als das beim letzten Mal war. All systems nominal. Und was wir vor allem machen, wir bleiben tief unten im Canyon und nutzen die Deckung. Da ist schon der erste. Incoming. Target. So, genau. Na, jetzt sind sie nämlich nicht mehr ganz so unfair schnell. Incoming. Ich habe die... Hoppla.
Ich habe die Gegenmaßnahmen eingeschaltet auf Automatik. Das heißt, jetzt habe ich auch die Chance, dass er wirklich reagiert ein bisschen. Und wir bleiben tief über dem Boden. Das ist wichtig. Incoming. Dass die in mich reinfliegen, ist natürlich sehr ärgerlich, aber es lässt sich jetzt nicht. Incoming. Ja. Also ihr seht, es geht besser als beim letzten Mal. Deutlich besser. Einfach wesentlich mehr Fairness. Sie sind nicht so schnell. Es läuft nicht so über alle Maßen. Incoming. Incoming. Ja. Aber es ist immer noch schwer, aber es lässt mir eine leichte Chance. Dass sie mich reinfliegen, das nervt total. Aber die Canyons bieten uns ein bisschen Schutz. Da ist wieder einer. Hoppala. Ja, pull up. Mann! Flieg halt nicht in mich rein. Das nervt. Geh weg. Target destroyed. So, Canyon wechseln und wir gucken da links. Incoming. Target destroyed. Watch it! Ah. Incoming. Target. Target destroyed. Incoming. Ja, alles gut. Also wir sehen, es spielt sich einfach total genial. Also ich muss sagen, so macht das auch wirklich Spaß. Mann, warum habe ich das nicht gemerkt? Das ist echt klasse, dass ihr mich darauf hingewiesen habt und euch meine Videos so reinzieht und mir zeigen konntet, dass das wirklich ein Bockmist war, was ich da gebaut habe. Wie kann man nur Comanche zu schnell einstellen? Was für ein Anfängerfehler. Also wir sehen, beim letzten Mal hat die Mission keine 2 Minuten gedauert und ich war am Boden. Und diesmal ist es wirklich machbar. Es ist immer noch schwer, aber es ist machbar und es macht einfach auch Spaß dieses Mal, sie durch die Canyons zu jagen, die Jungs. Na, wo ist er denn? Komm. Wunderbar. Ah, das ist herrlich. Stingerjagd in den Canyons. Also man sieht, man muss es auch wirklich so spielen, wie es gedacht ist. Der... Hoppala. Das heißt, der Comanche-Helikopter ist einfach dafür ausgelegt, dass man Target destroyed. We did it! Jawohl! Na? War's das nicht? Wunderbar! Unfassbar! Hey! Großartig! Unfassbar! Ich kann euch gar nicht sagen, wie begeistert ich bin. Ich war so enttäuscht, weil ich doch dachte, Mensch, das war mein allererstes Spiel. Warum macht es keinen Spaß mehr? Warum spielt sich das so unmöglich? Kein Wunder, wenn man das so falsch einstellt. Unfassbar genial. Also wirklich vielen Dank. Wir gucken uns eine weitere Mission an. Ja, Nachtmission von mir aus. Und wir werden jetzt wirklich gucken, dass wir das so spielen, wie man es soll. Nämlich im Schutz der Dunkelheit, im Schutz der Canyons. Nicht hoch raus, sondern immer unten bleiben. Oh oh. Da kommt schon was. Target destroyed. Target destroyed. Genau. Also man sieht, man hat dann ein bisschen Zeit. Sie schalten nicht sofort auf, sie fliegen nicht sofort auf einen zu, sie knallen nicht sofort in einen rein. Und man muss sich dann einfach an die Spielweise anpassen. Das heißt, Comanches bleiben tief unten und holen sich ein Ziel nach dem anderen. Nehmen wir die Hellfires.
Oh oh. Incoming. Captured. Das war nicht so clever. Incoming. Incoming. Wer schießt? Ach so, die schießen auf mich. Ja, Jungs, ich bin doch gar nicht da. Ja, ist ja gut. Ich bin ja gar nicht da, ich bin doch gar nicht da. Target destroyed. So, schön ranpirschen. Bloß nicht übereilen. Target destroyed. Genau, so muss das sein. Zack, zack. Diese Pyramide ist ja ein bisschen witzig. Da sind Fahrzeuge und da sind auch die Container. Incoming. Incoming. Ich habe leider keine Artillerie. Incoming. 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 Ich habe auch keine Kanonen, ne? Das ist schade. Incoming. 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 Keine gute Idee. Incoming. Incoming. Also die haben mich schon entdeckt. Ich werde jetzt mal... Oh nein, jetzt bin ich gegen den Berg geflogen. Das war natürlich total blöd. Mayday! 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 Also man sieht, jetzt liegt es wirklich nicht am Spiel, jetzt liegt es am Unvermögen des Piloten. Wir gehen einfach mal hier in eine... Okay. Wir haben Freunde unterwegs, die schießen wir natürlich nicht ab. Die HNB. Nominal. Wir gucken wieder, dass wir... okay. Target destroyed. Target destroyed. So, Hellfire. Incoming. Boah, die haben mich gesehen. Verdammt! Viper 37 going down! Mayday! Ja, ich weiß. Ich habe ja auch Probleme hier. Mann, oh Mann. Also es bleibt eine Canyon-Jagd und es bleibt ein bisschen herausfordernd. Aber das soll es ja auch sein. Es darf ja ruhig ein bisschen Herausforderung sein. Aber nicht deshalb, weil der Emulator nicht funktioniert, sondern weil es einfach... Incoming. Target destroyed. Incoming. Incoming. Oh, Target. verdammt! Also es bleibt schwer. Es bleibt manchmal schwer. Wobei ich nicht ganz weiß, warum die mich gesehen haben und was hätte ich dagegen tun sollen. Egal. Wir spielen noch ein Level gemeinsam, würde ich sagen, und dann gucken wir noch mal auf ein kleines Feedback. Wir sind in der Wüste, wirklich, das sind die schönsten Level, muss ich sagen. Die gefallen mir extrem gut. Incoming. Incoming. Target destroyed. Ah, das nervt. Target. Jawohl. Da ist einer. Ah, daneben. Target. Sehr schön. Target destroyed. Target destroyed. Das ist der
Schönste Sound überhaupt. So, wir gehen auf die Ziele zu. Also man sieht, wenn man unten bleibt, wenn man taktisch vorgeht, es ist tatsächlich ein taktisches Action-Hubschrauber-Game. Es bringt überhaupt nichts, mit der Incoming. Axt durch den Wald zu fliegen. So, wir gucken, wo wir in den Canyon reinkommen. Dann gehen wir tief runter und... Incoming. Oh, wow, 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 wow. Nicht rüde werden. Incoming. Also ich frage mich ja, warum die mich immer sehen, die Jungs. Target destroyed. Target destroyed. So, rein in den Canyon. Also das ist halt einfach das, was Comanche ausgemacht hat, dieses Gleiten durch die Canyons. Und das ist halt wirklich... Da wird natürlich die Grafik auch etwas pixelig, das ist ganz klar. Mein Gott, das war halt so. Aber wir müssen überlegen, wir waren im Jahre 1993. Incoming. Trotzdem war es der Wahnsinn. Engine damaged. Ach, verflixt. Incoming. 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 Target. Jetzt sind wir noch die Raketen, die Hellfire ist ausgegangen, ich habe nur noch Raketen und die Engine ist auch beschädigt. Also man sieht schon, es ist nicht so einfach und es kann auch sein, wenn wir irgendwann der Treibstoff ausgeht. Dann bin ich wirklich mit runtergelassenen Hosen hier unterwegs. Incoming. Path damaged. Incoming. Target. Incoming. Incoming. Target destroyed. Incoming. Ah, verdammt! Target destroyed. Na, das war's. Aber leider knapp. Mayday! Mayday! Aber das soll's auch gewesen sein für heute. Ich würde sagen, schaut euch am besten selber mal an, wenn ihr Zeit und Bock dazu habt. Das war's, der zweite Rückblick auf Comanche aus dem Jahre 1993. Mein erstes Spiel auf dem 486 DX33 der damaligen Zeit. Und ich muss sagen, das hat sich gelohnt. Vielen, vielen Dank an euch für eure reichlichen Kommentare und vor allem natürlich, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, dass ich hier wirklich einen Bock geschossen habe und das Spiel zu schnell gelaufen ist. Mein Gott, und ich habe es nicht einmal gemerkt. Ich habe es als gegeben angenommen, dass das irgendwie passt. Und ich dachte einfach, ich wäre wahnsinnig schlecht geworden. Nun ja, so richtig gut war es immer noch nicht, aber ich hatte zumindest einen Hauch einer Chance. Oder ja, so ein bisschen. Weil man wird ja auch älter. Also ganz im Ernst, Leute, das lohnt sich, der Blick zurück auf Comanche. Es spielt sich immer noch sehr, sehr gut. Die Grafik ist natürlich, ja klar, über 30 Jahre alt. Was nach wie vor fehlt, sind einfach ein bisschen Missionsbeschreibungen, ein bisschen Material außenrum. Das bleibt dabei, aber es ist für 1 oder 2 Abende wirklich mal einen Blick wert. Macht also immer noch eine gute Figur. Das andere Video bleibt natürlich online, da wird nichts gelöscht, verheimlicht, editiert oder sonst was. Ganz klar, mein Gott, es war ja nur ein Abend drehen für nichts und wieder nichts. Es hat ja grundsätzlich funktioniert, aber das mit diesem falsch eingestellten Parameter war einfach nicht elegant und das wollte ich jetzt nochmal korrigiert wissen. Ihr seht, Irren ist menschlich, sowas passiert gerade mir, weil hinter mir steht kein großes YouTube-Team, hinter mir steht keine Redaktion, das bin nur ich und meine Liebe zu diesen alten Games.
Ich finde es wahnsinnig toll, dass ihr dabei seid. Ich finde es wahnsinnig toll, dass ihr so aktiv in den Kommentaren seid. Und es wäre toll, wenn ihr auch weiterhin mit am Ball bleibt, wenn wir in diese alten Hefte und diese alten Spiele reinschauen. Bis zum nächsten Video. Habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht demnächst wieder.